Servus, ich bin Antonio Rüdiger und heute stelle ich euch das Trainingsgelände von AS Roma vor. Hey Toni, Servus. vielen Dank für die Einladung hier zum AS Rom. Gerne, gerne. Freut mich richtig, dass das geklappt hat und wir auch gemeinsam hinter die Kulissen der Roma schauen können. Definitiv. Ich würde sagen, let's go. Let's go. Ja, mittlerweile bist du schon fast 2 Jahre bei der Roma, ne? Ja, 2 Jahre, genau. Deine Profikarriere an sich ging ja aber eigentlich 2011 beim VfB Stuttgart richtig los. Ja, definitiv. Also da habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht gegen Gladbach. Und ja, da Weißt war du noch ich so genau? Da war ich der glücklichste Mensch auf Erden, weil, also ich muss ehrlich zugeben, wir haben das Spiel 3-0 verloren, aber ich war glücklich, dass ich erstmal natürlich, dass ich gegen so eine Mannschaft wie Gladbach damals gespielt habe und habe auch gegen Reus gespielt und ja, ich wurde in der 80. ausgewechselt und Weil? er hat dann halt dann noch 2 Tore gemacht. Also, Aber danach erst? Danach erst. Danach erst, ja gut, Danach dann kannst du ja nichts machen. Ne? Danach erst. Wie war das für dich damals? Du warst 22 Jahre, bist in ein fremdes Land gekommen, weg von Family, weg von gewohnter Umgebung. Wie war das für dich persönlich auch? Ja, erstmal, lass uns mal mit denen sitzen. Na, also für mich war es natürlich nicht einfach, also weil ich bin halt in Berlin Berlin geboren und aufgewachsen und ich bin halt, man war halt sehr an Deutschland gebunden und jetzt bin ich halt 2 Jahre hier in Italien und ja, am Anfang war es etwas schwierig, weil man musste das neue Spiel kennenlernen und mein erstes halbes Jahr war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber danach ging es rapido nach oben. Rapido. Ja, aber das war dann quasi, weil du dich einfach noch nicht hier so in dem Land zurechtgefunden hast oder war es eher, weil sportlich auch was ganz anderes hier ist, wenn man es jetzt vergleicht mit der Nein, weil es war Bundesliga? einfach ein ganz anderer Fußball. Weil jetzt Deutschland, jetzt taktisch gesehen, da wird nicht so viel auf Taktik geachtet. Italien ist anders halt. Das Spiel hier ist von Taktik geprägt. Und Deutschland da ist das Spiel schneller einfach. Und da fallen noch mehr Tore, da ist mehr Spektakel. In Italien ist das nicht so. Was heißt das inhaltlich jetzt für die Vereine? Sind da Spieler dabei, die drücken mehr in der Serie A und machen versteckte Fouls? Oder ist das so, na, das ergänzt sich eigentlich? Na, also ich muss sagen, die Bundesliga ist sehr, sehr fair. Also Ja? wirklich, die Bundesliga ist sehr fair. Da mag man nicht so Stinkstiefel. Also hier in Italien ist das ein bisschen anders. Also Okay. hier wird auch schon mal Ellbogen ausgefahren oder mal einen unabsichtlichen Tritt gegeben. Du selber auch oder ist das quasi eher so die Stürmer an sich, die das machen? Oder verschafft man sich dann auch als Verteidiger, wie du es dann bist, auch quasi mal ein bisschen Platz, so, wenn es der Schiri nicht sieht? Jeder macht das. Das macht jeder. Insgesamt macht man sich als so junger Spieler dann natürlich auch, ja, sagen wir mal, interessant für Jogi Löw, für die Nationalmannschaft. Gab es dann 2014 auch das Debüt für dich in Hamburg. Weißt du noch ungefähr, wann es war? Genau? 13.05. 13.05. Ah, okay, ja, weiß es, genau. Ja, gut. Das war ja damals in Hamburg für dich, erstes Mal aufgelaufen. Wenn wir jetzt mal unter uns sind, das ist nicht FIFA, das ist nicht Pro Evolution Soccer. Wie war das für dich, wenn du da rausläufst und plötzlich merkst, ey, ich, Antonio, bin jetzt hier bei der Nationalmannschaft? Ja, an erster Stelle war ich sehr, sehr happy. Aber das war halt auch ein Länderspiel, da wo mehr jüngere Spieler gespielt haben, wie ich damals. Aber natürlich, man hat für die erste Mannschaft für Deutschland gespielt und es war einfach überragend. Also wirklich das Highlight war auch in der Karriere bis dahin? Oder? Highlight, da gibt es mehrere Highlights. Ne? Also das war auf jeden Fall einer meiner größten Highlights. Ja. Ja, Also ich gut. würde gerne andere Highlights feiern. Ja, das heißt aber, du hast sportlich auf jeden Fall, seither geht es so nach oben. Jeden Tag hier auf dem Trainingsgelände trainieren, am Wochenende Spiel. Was macht man dann eigentlich mal danach, nach dem Training? Jetzt sitzen wir hier auf der Auswechselbank, aber wo chillt man denn so? Ja, komm mit in die Bar, Ja? zeig ich dir. Ja, komm, let's go. Mamma mia, grazie mille. Ist das richtig, ja? Ja, richtig. Ja, okay, die Antwort habe ich schon wieder gar nicht verstanden, aber gut. Das heißt, ihr chillt ja quasi so nach dem Training oder, Ja. oder wie sieht das aus? Ja. Ja? Also hier ist so meistens halt vorm Training und auch nach dem Training. Ja. Aber meistens essen wir auch noch hier, also von daher Also hier wird so ein bisschen geplaudert, dann eher so Privatstuff oder so mit den Jungs oder wie sieht das dann aus? Also hier chillen eigentlich alle. Also wenn jetzt nicht jemand, was weiß ich, wo ist im Kraftraum oder so, dann sind wir schon hier. Okay, aber so ein Espresso gönnst du dir jetzt nicht vor der Trainingseinheit oder doch manchmal?
Doch, um wach zu werden. Ja, ja. Ja gut, wenn wir ja schon so gemütlich beim Espresso zusammenstehen, muss man ja sagen, dann kann ich zugeben, dass ich ein bisschen recherchiert habe. Das heißt, insgesamt bist du jetzt fast bei der 10.000. Minute, wenn man Bundesliga und Serie A zusammennimmt. Also 2 richtige Top-Ligen, in denen du jetzt gespielt hast. Also, dann bist du ein richtig guter. Ah, da bin ich fast richtig. Weißt du das schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, der ist aber wirklich so. Also du bist jetzt, glaube ich, bei 5.000 irgendwas hier Bundesliga und bei 4.300 irgendwas in der Serie A. Okay. Aber was ich dich damit eigentlich fragen wollte, ist, du kennst, wie wir schon gesagt haben, beide Ligen sehr gut, hast auch schon gegen richtig viele gute Spieler gespielt und auch genauso mit vielen. Wer ist so der, sagen wir mal, der Enemy Nummer 1, wer ist so der Endgegner, gegen du bisher gespielt hast als Stürmer? Ja, Stürmer. Oder Offensivspieler einfach so. Ne? Du bist ja Verteidiger. Lewandowski. Lewandowski? Lewandowski ist wirklich, also für mich ist es der kompletteste Stürmer der Welt. Also ist physisch stark, technisch sehr gut und er kann Tore schießen. Also, Okay. Also da helfen auch 2 Espressos nicht an deiner Stelle, wenn du die davor reinziehst? Nee, bringt nichts. Okay, wenn wir sagen Mitspieler, also auch Nationalmannschaft, VfB, AS Rom. Mitspieler, muss ich ehrlich sagen, Schwer. das ist schwierig zu sagen, aber wenn ich einen habe, dann ist es Mesut Özil. Ja? Also ist das für mich ein Spieler, also der kann Pässe spielen, also das habe ich wirklich noch nie gesehen und hat eine Technik und macht alles so mit Ruhe, also wirklich stark. Also das ist schon ganz oben, ja. Und was die Verteidigung jetzt angeht, hast du da ein Vorbild gehabt, bevor du jetzt quasi so richtig Profi geworden bist? Hast du da einen, den du quasi immer so als Vorbild, als Idol gesehen hast? Oder? Wo ich jetzt kleiner war, oder? Ja, so auch im Laufe der Karriere. Jetzt kannst du wahrscheinlich schwerer sagen, aber... Nein, im Laufe der Karriere ist es immer noch so. Jerome Boateng ist mein Role Model. Mit dem du ja auch verglichen wirst, ne? Ist ja schon so. Ja, also so ein bisschen, es fing so an, dass wir verglichen haben. Okay. Ja, würde es mich natürlich interessieren, wenn wir jetzt schon so ein paar Spieler genannt haben. Coach Rüdiger. Coach Rüdiger. Ich. Du Coach, ja? Ja. Überlegen wir mal, welche Formation würdest du spielen, wenn du Coach wärst? Lass mal nachdenken. Offensiv. Offensiv. Ich würde einfach spielen. 4-4-2. 4-4-2, okay. Ja. Dann sagen wir mal, du spielst IV, spielst du lieber als Außenverteidiger? Ne? Man spielt sich nicht selbst. Ja, aber du musst ja in deiner eigenen Top. Anne, du bist ja Coach. Du Ja, bist ja Coach. deswegen. Okay, du bist Spielt Coach. sich nicht selbst. Alles klar. Coach Rüdiger steht draußen, gibt Anweisungen. Gehen wir mal durch. So, gehen wir mal willst du von Torwart ausgehen oder Stürmer? Mach mal Torwart. Von Torwart. natürlich. Nummer 1. Fängt alles von hinten an. Du kannst alle Spieler sagen wir mal, auch von früher. Es zählen alle. Auch von früher. Alle. Also ich denke mal, wenn man hinten spielt, dann braucht man Eier. Also da braucht man auch Oliver Kahn. Also, Wenn man Eier braucht, braucht man Oliver Kahn, ja? Ja gut, okay. Also, hat er ja gesagt, wir brauchen Eier. Der hat Cojones, ja? Okay. Definitiv. Dann, Also- dann ist Oli Kahn nicht bei ZDF, sondern im Tor bei dir, okay? Genau, 100%. Oli Kahn. Okay. Dann IV. Innenverteidiger. Boateng. Boateng. Okay. Auf Haben jeden wir Fall. Innenverteidigung noch ein. Wer ist Zweiter? Der zweite. Nesta. Nesta, okay. Dann Linksverteidigung. Roberto Carlos. Roberto. Rechtsverteidiger. Cafu. Hat er auch hier bei der Roma gespielt? Ja. Lange Zeit? Ja. Er hat doch hier die Meisterschaft geholt. Ja gut, hast du dann 2 richtige Sechser oder noch eine 8 dazwischen? Nein, ich denke, das muss noch mal 8 dazwischen Ja, kommen. ja, Und, also für mich dann ist klar, also die 8 ist Toni Kroos. Okay. Und Wegen der Übersicht, die er hat, also Spielintelligenz. Der Typ ist so, der kann Pässe spielen. Also er hat einfach eine Übersicht, verliert nie den Ball. Also Wie ist das, den zu Das ist- antizipieren in der Nationalmannschaft? Wenn ihr Trainings habt, kannst du das manchmal voraussehen, sagen, hey, Coach Rüdiger, der sieht, wo nein, jetzt Toni das ist wirklich schwierig. Also wir reden vom Top-Niveau. Also Okay. das ist sehr, sehr gut. Okay. Und auf der 6 halt der Allrounder N'Golo Kanté. Kanté, Also, sagst du. Ja, das ist unglaublich mit seiner Größe. Und, Richtiger Abräumer. Ja. Also der gewinnt ja alles und deswegen, so einen braucht man in der Mannschaft. Okay, jetzt haben wir das Zentrum, also Toni eher so das Kreative, der das Spiel, sagen wir mal, in den Bahnen lenkt. Kanté räumt richtig ab, jetzt haben wir Außen, 2 Außenspieler. Wen siehst Außen. du da? Rechts und links. Also, ich fange mit links an. Ja? Links für mich ganz klar Sanchez, Alexis, weil brutaler Spieler. Also wirklich. Hast du auch mal gegen Renato? Leider nicht. Gegen Alexis. Alexis Sanchez.
Das war ich leider nicht. Aber ich denke vielleicht jetzt im Sommer im Comfort Cup, hoffentlich. Okay. Also den siehst du auf links, okay? Ja. Jetzt haben wir Toni Kroos im Zentrum zusammen mit Kanté. Links haben wir Sanchez und wen haben wir rechts? Rechts. Also rechts. Musst du auch noch Freundschaften denken, ne? Also jetzt, wenn das jemand sieht, wenn sie es auf rechts, vielleicht vergisst du jemanden oder er sagt, ey, wo war ich in Rüdigers Elf? Das ist mir so egal. Okay. Also Ja, dann rechts, hau raus. Rechts, Leroy Sané. Leroy Sané. Okay, so jung So. und schon bei dir in der Startelf. Jung, super Spieler. Also für mich ist es ein super Spieler. Also Ja. top. Auch Kontakt zu ihm schon über... Ja, klar, Ja, natürlich. okay. Okay. Definitiv. Also Coach Rüdiger setzt auch auf junge Spieler. Das heißt, jetzt haben wir quasi das Gerüst schon. Wer ist vorne drin? 2 Stürmer, 2 Optionen. Lewandowski. Hast du gesagt, als stärkster Gegner. Und wer ist... Und weil ich denjenigen mag, Opa Totti. Opa Totti ist auch drin. Ja, Okay. ist auch drin. Okay, dann haben wir ja die 11 für Coach Rüdiger schon drin. Stichwort Totti, als du hierher gekommen bist, wenn ich Roma höre, denke ich sofort an Francesco. Wie war das für dich auch, ihn dann quasi kennenzulernen? Jetzt sind es ja wieder schon 2 Jahre, aber kannst du dich dann noch an die Anfänge erinnern? Ja, also so, er ist ja mit ein Grund, warum man hierher kommt. Weil wenn man Roma hört, man hört jetzt nicht Champions League Titel oder was weiß ich was. Also man weiß einfach, Totti ist hier. Und das ist halt, ich wollte halt unbedingt mal mit ihm zusammenspielen und das habe ich geschafft. Ja, das hast du schon. Auch so privat an Kontakt natürlich. Na, das ist natürlich also so, das ist privat, das ist ja, also ich bin 24 und der Opa ist 40. Also, Okay. Aber das wird natürlich dann auch so alles innerhalb der Unterschied. Mannschaft so gehandelt dann quasi. Ne? Na, also das Ding ist aber, er ist halt ein sehr lustiger Typ. So, hat einen guten Humor. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für die 11, die du jetzt genannt hast. Wäre auf jeden Fall mal interessant, die zumindest mal vielleicht auf der Playstation zu spielen. Zum Abschluss haben wir hier noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar sind das die Nike Tiempo, die du selbst auch spielst. Da würde ich dich einmal bitten, die zu unterschreiben. Gerne. Wenn das nach dem Espresso natürlich noch schneller geht als davor. Und falls ihr diese Nike Tiempo unterzeichnet von Antonio Rüdiger gewinnen wollt, dann lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben für dieses Video da, kommentiert es kurz und abonniert unseren 11 Team Spots Channel, oder Antonio? Mach das. Mach das. Und wie sieht es sonst aus? Wo chillst du sonst noch so? Ich denke nicht den ganzen Tag an der Bar mit Nike Tiempo und Espresso, oder? Nee. Ich habe auch ein Zuhause, ne? Hast du einen? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig mitkommen. Ist das eine Einladung? Ja, wenn ihr Lust habt. Dann mache ich dir jetzt den zweiten Espresso. Let's go.